Du bist neu bei Microsoft Teams und weißt noch gar nicht, wo was ist und bist ein bisschen überfordert, dann ist das Video genau das Richtige für dich. Hi, Carlo hier, dein Digitalexperte. Es ist sicherlich für dich jetzt ein bisschen Überforderung, weil Microsoft Teams ein recht mächtiges Tool ist. Das weiß ich. Ich arbeite in verschiedenen Projekten, auch mit Microsoft Teams, um dir einfach einen recht schnellen Start in Microsoft Teams zu ermöglichen. Insgesamt ein ganz mächtiges und cooles Tool. Deswegen werden wir gleich direkt an den Screencast rangehen und uns das alles direkt am Rechner anschauen. Schauen wir uns also mal Microsoft Teams an. Wir richten es ein. Wie funktioniert das Ganze überhaupt? Also es ist wirklich ein Collaboration-Tool, das heißt, ich kann mit mehreren Unterhaltung führen, Meetings durchführen, Sachen teilen, an Themen arbeiten. Und im Vergleich zu Skype, was ja auch zu Microsoft gehört, ist das Ganze aber noch ein bisschen mehr dafür ausgerichtet, einfach mit mehreren Leuten produktiv, remote, also von zu Hause aus zu arbeiten, als würde man trotzdem sozusagen nebeneinander sitzen. Es sind also alle Office-Anwendungen integriert. Das heißt also, wenn wir jetzt zusammen an einer Excel-Datei arbeiten oder einer Word-Datei oder so kann ich das direkt per Videoübertragung noch zusätzlich machen. Das ist alles kein Problem. Und wie auch bei Zoom können natürlich User die Fernbedienung beantragen und dann kann ein Fremder beispielsweise an meinem Rechner wenn ich das erlaube, Einstellungen vornehmen. Das heißt also Fernwartung in dem Sinne würde auch gehen. Oder wenn ich irgendwie einen Knopf nicht finde oder eine Einstellung oder in der Excel-Tabelle irgendwas nicht passt oder so und ich muss das verstehen, dann kann ich das entsprechend auch erlauben. Wie kommen wir da Ganze einfach hin? Wir googeln nach Microsoft Teams, klicken auf den ersten Link und dann haben wir hier verschiedene Optionen. Ja, ich glaube, die meisten werden hier für Unternehmen auswählen. Wenn es um private Videoanrufe geht, werde ich weitergeleitet auf Skype. Ja, aber das hatten wir ja schon besprochen, das ist jetzt nicht spannend für uns. Und ich kann natürlich auch für Bildungseinrichtungen auswählen. Das heißt, wir fügen jetzt hier im ersten Schritt die E-Mail ein. Das kann jetzt die Unternehmens-E-Mail sein, kann im Zweifel aber auch die private sein. Und nun werde ich natürlich hier so ein bisschen gefragt von Microsoft, wie ist die Verwendung von Teams, ja, um was geht es hier eigentlich? Wir wollen das natürlich für die Arbeit nutzen und sofern wir keinen Account von Microsoft bzw. für Microsoft haben, dann werden wir den jetzt noch erstellen müssen. Ja, das heißt, wir brauchen hier letztendlich noch ein Passwort. Und in dem Zusammenhang fragt Microsoft natürlich nach Land und Geburtsdatum. Beim Geburtsdatum, da können wir natürlich das eingeben, was wir irgendwie für richtig halten. Der eine oder andere will vielleicht nicht, dass Microsoft weiß, wann sein Geburtstag ist. Ich würde daher aber immer empfehlen, wenn ich irgendwas anderes eintippe, 1.1. zum Beispiel, dass man sich mindestens 18 Jahre alt macht. So, und dann kriegen wir natürlich einen Code auf unsere E-Mail-Adresse, den müssen wir hier einfach eingeben. Dann weiß Microsoft nämlich, okay, das ist ein echter User, kein Bot. Und jetzt geben wir hier natürlich noch ganz normal unseren Vor- und Nachnamen ein, einen Firmenname, dass wir dann natürlich im Teams-Account auch irgendwo erkennbar sind. Ja, also dass man weiß, mit wem man das natürlich schreibt. Ganz logisch. Und zum Schluss müssen wir natürlich auch irgendwo die Geschäftsbedingungen bestätigen. So, und jetzt wird der Account eingerichtet, dauert einfach einen Moment. Sobald das erledigt ist, geht's weiter. So, das hat geklappt, sehr schön. So, und das erste, was wir machen können, ist der Link für unser Teams-Account oder Profil. Den können wir jetzt teilen mit den Usern, mit denen wir letztendlich Teams nutzen wollen. Da können wir einfach anklicken und dann entsprechend die Kollegen einladen, die teilnehmen sollen. Und die brauchen dann nur den Link anklicken und sich darüber anmelden. Und dann landen die gleich in dem gleichen, Arbeitsspace. So, und dann klicken wir auf alles klar und dann geht die Führung los. Und dann sehen wir hier als erstes, wer in unserem Team vorhanden ist. Ne? Das bin ja jetzt natürlich erstmal ich. Und dann gibt es natürlich Kanäle und dort kann ich mein Team, also insgesamt die ganze Organisation, dann in einzelne Kanäle aufteilen. Ja, also zum Beispiel ein Marketing, einmal Buchhaltung und so weiter, Web. Und das heißt, was wir jetzt hier sehen, ist letztendlich mehr oder weniger so eine Art Chat. Ja? Nur halt in professionell, sage ich mal. Das heißt, hier unten, wenn wir jetzt ganz normal eine Unterhaltung starten, und dann sieht man, hier wird die Nachricht angezeigt und jedes Teammitglied kann dann direkt auf diese Nachricht antworten.
ja, oder kann natürlich auch eine neue Unterhaltung beginnen. Das heißt, es wird hier also auch schon, ja, es werden hier unterschiedliche Unterhaltungen schon, ja, kategorisiert. Das heißt, es ist nicht alles kreuz und quer. Das ist ja sozusagen die große Herausforderung, wenn ich jetzt 20, 30, 40 oder 100 Leute drin habe und alle aktiv sind, dass dann jeder sein Zeug da reinschreibt, so wie man das vielleicht in Gruppenchats von WhatsApp kennt und man dann kaum noch einen Bezug hat, sondern hier kann ich halt ein Thema anfangen, eine Unterhaltung und kann dann auch direkt auf diese Unterhaltung antworten. Ja, also das ist ja besonders schön, weil ich dann direkt einen Bezug dazu herstellen kann und andere Leute können sich in einer anderen Unterhaltung über was ganz anderes unterhalten. Ja, und das ist alles jetzt im Kanal allgemein. Und da kann ich halt nochmal verschiedene Unterkanäle aufbauen. Und so kann ich das Ganze dann schon strukturierter angehen und es wird kein riesiges Chaos. Ich kann generell empfehlen, wenn möglich, wenn erlaubt, auf dem Arbeitscomputer die Desktop-Version runterzuladen. Die funktioniert einfach ein bisschen flüssiger, besser, aber die Web-Version ist natürlich auch in Ordnung. Wenn ich hier unten links dann raufklicke, dann werde ich entsprechend aufgefordert, die ganze Sache herunterzuladen und zu speichern. So, nachdem wir den Client runtergeladen haben, so wie wir es auch von anderen Sachen kennen, nochmal ganz normal anmelden. So, jetzt sind wir in der Desktop-Version von Microsoft Teams drin. Ja, wir sind natürlich in dem Team letztendlich drin, Carlo Siebert, das, was wir haben. Und das sieht jetzt genauso aus wie die Online-Oberfläche. Ja, die läuft letztendlich immer mit im Hintergrund. Ist wie bei Skype. Man kann also hier auch den Online-Status einfach ändern. Oben rechts, ja, und auf abwesend und so weiter. Und dann kriegt man weniger Benachrichtigung. Also wenn wir ein Meeting starten wollen innerhalb dieses Kanals allgemein, können wir hier unten auf die Kamera gehen. Dann können wir dem Ganzen einen Betreff geben. So, und dann kommt hier natürlich nochmal kurz die Frage, ob das wirklich erlaubt werden darf. Das erlauben wir natürlich, wenn wir Admin sind. Und dann haben wir hier ganz normal die Möglichkeit, Meeting durchzuführen. Wir können natürlich die Kamera an- und ausschalten, den Sound an- und ausschalten und den Bildschirm auch freigeben. Und ich kann jetzt hier an der Seite natürlich einfach Kontakte einladen. Ja, da müsste jetzt hier mal 20 Leute drin sein. Sind sie jetzt natürlich nicht. Ich kann jetzt hier auch den Link kopieren und den dann einfach rumschicken. Die Verfügbarkeit wird oben auf Telefon gesetzt. Also ich werde jetzt nicht von irgendwelchen anderen Benachrichtigungen gestört. Und hier können wir natürlich auch wieder auswählen, was wir zeigen wollen. Wir könnten natürlich auch PowerPoint anzeigen, wenn wir schon entsprechende PowerPoints hinterlegt haben. Ja, also es gibt auch Microsoft Whiteboards, die ich da direkt nutzen kann und dann übertragen kann. Das ist besonders dann spannend, wenn man Microsoft Surface hat. Als Beispiel, dann kann ich eine Übertragung machen und mit meinem Stift ganz normal malen und man würde das dann in dem Team sehen, was auf dem, sage ich mal, Whiteboard bzw. Tablet aufgemalt wird. Es gibt jetzt hier noch verschiedene einzelne Funktionen, ja, ein Video mit Weichzeichner starten beispielsweise. Und man sieht dann den Hintergrund nicht, ne? Also besonders wenn man im Homeoffice sitzt, ist das spannend, wenn jetzt hier nicht jeder irgendwelche privaten Bilder im Hintergrund sehen soll. Dann gibt es auch noch Untertitel, das ist besonders spannend, leider erst nur auf Englisch. Hat den Hintergrund, dass man ja manchmal die Leute schwer versteht, es oder ein bisschen lauter ist im Meeting, wenn da 3, 4 Leute drin sind und dann kann man das ja entsprechend noch ganz gut lesen. Und hier gibt es auch noch einen Chat, also falls man irgendwie Tonprobleme hat oder so, das kennen wir ja auch beispielsweise aus Zoom. So, dann kann man das natürlich hier noch bewerten, die ganze Geschichte. Das besonders Schöne hier an Microsoft Teams ist, dass ich jetzt live an Dokumenten arbeiten kann. Das kann natürlich Google mit Google Docs und Google Sheets und so weiter auch schon lange. Aber Microsoft kann das jetzt letztendlich auch. Ich kann jetzt hier also Dateien reinschieben. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie ein Word habe oder ein Excel oder PowerPoint, dann kann ich hier in der Gruppe, in dem Team, in dem Kanal halt letztendlich an diesen Dateien arbeiten. Und das ist alles dann, ich sage mal, in der Größe so umfangreich, dass dieses eine Video als Einstiegsvideo gar nicht dafür ausreicht. Ja, also sollte ich irgendwie sehen, dass das hier gute Nachfrage hat, dann kann ich das nochmal ein bisschen detaillierter machen. Hey, wenn dir das Video gefallen hat, dann teile das ruhig mit jemandem, wo du denkst, hey, der sollte das sich definitiv mal anschauen. Freue ich mich drüber. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, einfach unten damit in die Kommentare. Und sonst wünsche ich dir noch viel Spaß mit den anderen Videos. Bye.